Willkommen zurück und ein gutes neues Jahr von uns nochmal aus dem Ort des Geschehens, Wild City. Wir sind gerade angekommen und weil viele von euch das interessiert, was wir sonst noch immer so zu tun haben, außerhalb von Lego bauen, hier mal ein kleiner Sneak Peek. Ihr seht Rita, wir schauen mal zu ihr rein. Und wenn ihr das Rascheln hört, sie war bei McDonald's. Hallo Rita. Das war die einzig gute Entschuldigung für Wofür? diese Plage. 1,5 Stunden im Auto. Ja, Rita hat zuerst schon gesagt, sie fährt lieber mit dem 9-Euro-Ticket nach Günzburg als mit mir im Auto hier nach Wild City. Ich wünsche mir das 9-Euro-Ticket zurück. Gilt das auch von uns daheim zur Lego-Stadt? Ich weiß es nicht. Leider nicht, meine Liebe. Du hast das Castle in the Forest am Schoß. Ja. Einmaliges Set, zeigen wir euch gerne mal. Wirklich toll. Und ja, warum hast du das am Rucksack Schoß? unten drunter, Zeug hinten drinnen. Unser Auto ist ganz voll mit Lego. Es hat natürlich auch zu tun, dass wir jetzt zum Jahresanfang über die Feiertage enorm viel gebaut haben und sich megamäßig viel angestaut hat. Hier Weihnachtssets, Bowling Alley und so weiter. Nicht mal Tim hatte mehr Platz, der musste bei Oma bleiben. Hallo Tim. Christoph hat ja leicht übertrieben. Er hat ja alles mitgenommen. Seine Mutter hätte uns sogar angeboten, Teile oder ein paar von diesen Sets heraufzubringen. Aber Christoph so, ach, das geht sich aus. Ja. Wir haben ja ein großes Abstand. Hat sie sogar schon. Sie hat, ich glaube, vor einer Woche Ja, mal stimmt. hier was raufgebracht. Und auch der Kofferraum ist, gut, da ist jetzt auch ein bisschen Essen drinnen, weil wir vorhaben, ein paar Tage hier zu bleiben. Aber so sieht das meistens aus, wenn wir hier nach Wild City kommen. Alles voll mit Kisten, mit Sets, mit Bodenplatten und so weiter. Also es ist wirklich alles voll hier. Und ja, so treten wir unsere Reise meistens nach Wild City an. Wir gehen jetzt mal rein. Das wird jetzt eher eine Stunde dauern, hier alles reinzuräumen. Und dann melden wir uns, glaube ich, von drinnen wieder. Meine Pommes sind leer. Ich brauche einen Kaffee. So Leute, das Wichtigste zuerst nach diesem desaströsen Herfahren. Ein Kaffee Karamell. Tipp. Gibt's ein schöneres Geräusch? Das Wichtigste zuerst, Internet, damit wir online sind auf YouTube und Co. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt mittlerweile am Dachboden angekommen und jetzt seht ihr mal, in was für einer Realität wir hier leben. Rita ist noch immer unten am Kaffee trinken und Kekse essen. Die gute ist, obwohl Weihnachten jetzt doch schon einige Zeit vorbei ist, noch immer wahnsinnig in Weihnachtsstimmung. Sie hört sogar, glaube ich, Weihnachtslieder. Schauen wir mal, ob sie dann herkommt. Wir haben jetzt alles, oder besser gesagt, ich habe hier alles raufgetragen. Wir haben jetzt hier natürlich, wie schon zuerst im Auto kundgegeben, haben wir dieses Mal wirklich sehr viel mitgenommen, weil wir ja über die Feiertage jetzt Zeit hatten zu bauen und wir sind jetzt auch mal ohne Team hier in Wild City. Das heißt, wir haben mehr Platz im Auto gehabt hier für alle möglichen Sachen. So packen wir das, wenn wir das in Salzburg aufbauen oder auch anderswo, wenn wir Hilfe bekommen, zum Beispiel von Ritas Mutter oder von meiner Mutter. Und dann werden die Sachen immer wieder mal mit einem Schwung hierher gebracht. Wir sind jetzt ein paar Mal auch mit dem Zug hier nach Wild City gefahren. Also leider nicht mit den coolen Zügen, die wir hier haben, sondern mit einem echten Zug. Aber der ist auch nicht schlecht. Da können wir natürlich diese schweren Kisten hier nicht mitnehmen. Und hier ist also alles, was sich jetzt in der letzten Zeit so angesammelt hat. Auch so diverses Krimskrams, Magazine, noch diverse Säckchen mit Steinen, keine Ahnung, wo die her sind. Dann Ritas heißgeliebte Super Mario Sets. Dann haben wir hier auch halb aufgebaute Wintersets. Da müssen wir auch demnächst noch mal reinschauen, was da los ist, damit Rita noch ein Winter-Update machen kann. Das ein oder andere habt ihr vielleicht sogar schon gesehen. Das ist dieser Haul gewesen, den ich jetzt vor Weihnachten noch klar gemacht habe, mit den Bodenplatten. Leider nur in weiß und in blau um 1 Euro. Und in den großen Kisten sind diverse Sets drin. Ich glaube, in der Kiste ist Avatar drin, wenn ich mich nicht täusche. In der unteren Kiste weiß ich gar nicht. Die hat meine Mutter mal hierher gebracht. Und sonst halt alles Mögliche an Zeugs. Und falls ihr euch fragt, ja, wir trinken sehr viel Kaffee, das sind aber leider zum Teil auch leere Schachteln. Die verwenden wir nämlich gerne bei Ritas Minifigurenkästchen. Das ist übrigens, ich glaube, der City Adventkalender, wenn ich mich nicht täusche. Und die eignen sich super zum Transport von irgendwelchen Minifiguren. Genauso hier. Rita hat natürlich, wie könnte es anders sein, eine ganze Packung Vanillekipferl gefressen oder gegessen natürlich, aber sie hat sie ziemlich schnell gegessen.
Und das ist auch perfekt für diese Lädchen hier. Da kann man die ganz schön hineingeben und kann dann drin kramen, genauso wie diese Metalldosen, die wir immer wieder kaufen. Natürlich nicht wegen den süßen Sachen, die drinnen sind, sondern auch wegen ja, der Möglichkeit, dass man dann Figuren platzieren kann. Dann haben wir natürlich auch, ich filme jetzt ein bisschen woanders hin, dass ich die Adresse nicht abfilme von dem lieben, von dem lieben Maximilian, Entschuldigung, sogar einen Brief bekommen mit einem Kalender. Ganz was Tolles, den werden wir mal aufhängen und auch diverse Minifiguren. Und diese Bücher habe ich bekommen zu Weihnachten. Ich glaube, die gab es ganz günstig bei TK Maxx. Die haben nur, ich glaube, 7 oder 8 Euro gekostet pro Stück. Da ist auch immer relativ viel Lego dabei. Und wir können damit lernen, was es so alles gibt. Das sind zum Beispiel Tiere. Und wir heben auch zum Beispiel auch immer diese Inlays von den Adventkalendern auf. Die passen nämlich auch eigentlich sehr gut in diese Laden hier rein. Und dann kann man hier, wie gesagt, noch Kleinteile, Figurenteile und so weiter alles sortieren und reingeben. Ich werde jetzt mal damit beginnen, hier alles zu sortieren. Schauen wir mal, wo Rita geblieben ist. Das wird jetzt eh noch eine Zeit dauern, aber wir lassen uns die Stimmung nicht vertun. Wir freuen uns riesig, dass wir heute wieder hier sind im Jahr 2023 in Wild City. Diese Anlage ist jetzt schon über 3 Jahre alt und wir sind heute zum ersten Mal, wie gesagt, in diesem Jahr hier, freuen uns wahnsinnig und hoffen, ihr seid wieder dabei. Ich weiß noch nicht, was wir bauen. Wir werden Rita dann mal fragen, wenn sie hier ist, und melden uns dann nochmal von hier oben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen, sie ist endlich da, die einzig wahre Rita, und ihr ist, so wie es aussieht, kalt. Ja. Vom Nichtstun oder was? Vom Nichtstun und Faulenzen. Das ist ein Gerücht, das ich so nicht unterstützen kann. Rita, ich bin gerade noch hier beim Zusammenräumen und Sortieren. Das wird auch noch einige Zeit dauern. Was schwebt dir denn vor? Was machst du denn heute so, was du noch nicht gebaut hast? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ihr seht, wir sind manchmal, wenn wir hierher kommen, also wir kommen natürlich manchmal hierher, aber wir sind immer, wenn wir hierher kommen, etwas erschlagen von den ganzen Teilen und von dem ganzen Zeugs. Wir wissen jetzt auf der Stelle manchmal gar nicht, was wir jetzt alles bauen sollen. Ich gehe jetzt dann mal eine Runde und dann werde ich mal schauen. Und dann habe ich hoffentlich eine Idee. Ja, ihr seht Tatendrang ohne Ende von unserer Frau Kollegin Rita. So gehört sich das. Also wir haben so viel Zeugs mit, dass wir an mehreren Enden und Ecken anfangen können. Wir haben Wintersets wir haben Figuren, die noch nicht platziert wir sind. haben Figuren bekommen. Wir haben jede Menge Teile hier hinten für diese Platte. Bodenplatten, Sets. Da sind ja auch einige neue City-Sets hier in diesen Regalen drinnen. Und ich glaube, uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und wir werden in nächster Zeit, wir sind ein paar Tage hier, da können wir ein bisschen bauen, freuen uns. Und ich schaue mir noch die Kommentare durch von unserem Jahresrückblicksvideo, denn da habe ich euch ja aufgerufen zu schreiben, was wir bauen sollen. Vielleicht finde ich da Inspiration. Das Video ist jetzt zwar schon ein paar Tage alt, aber wie Rita richtig sagt, umso mehr Kommentare. Haben wir da hoffentlich ein paar nette Kommentare von euch bekommen. Ja. Ich werde mich vielleicht mit der U-Bahn beschäftigen dort unten, habe auch diverse Pläne und Ideen hinten für den Berg. Wir lassen jetzt die Seele mal ein bisschen baumeln. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Gutes neues Jahr nochmal hier von Wild City. Ein gutes Neues. Und wir werden jetzt mal schauen, wo wir die ganzen Teile hinräumen, die wir gekauft haben, und die Sets und die ganzen Anleitungen und die ganzen Schachteln und die ganzen Figuren. Also es ist einiges zusammengekommen jetzt über Weihnachten, aber wir sind voller Elan, wie ihr sehen könnt, oder auch nicht. Und das liegt auch vielleicht auch daran, dass wir momentan keine Musik hier spielen haben. Rita ist meistens, wenn dann der Radio eingeschaltet ist, ist sie dann voller Bewegung und dann geht's hier los. Rita? Ja. Ich freue mich.
Manchmal schreibt ihr in die Kommentare, dass ich nicht so viel reden soll und lieber Rita mal das Wort ergreifen soll. Dann ich brauche nicht zu reden. sagen wir, Rita, red mal und dann kommt nichts. Aber gut, sie ist wahrscheinlich genauso hin und weg von dieser Anlage wie ihr. Schaltet gerne wieder ein bei uns bei Bricks Go Wild und danke für euer Interesse für dieses etwas, ja, vielleicht andere Video. Aber wir haben uns gedacht, wir zeigen euch mal, wie das bei uns so aussieht, wenn wir hier ankommen und diese ganzen Sachen hier mehr oder weniger hier erstmal herbringen müssen. Ja, normalerweise vermeide ich das ja immer den ersten Abend. Wenn ich mir denke, dann kann Christoph da alles Ast rein, Stuben rein, was auch immer reinmachen. Aber gut, heute bin ich halt mal mit hier oben. Jetzt muss ich da wohl mithelfen. Aber es wird dann grandios. Genau. Das hoffe ich auch für alle, die neu erst eingeschaltet haben. Das Problem ist, dass wir 150 Kilometer von hier weg wohnen und dass hier eigentlich nur der Dachboden des Wochenendhauses meiner Eltern ist und deswegen ist das von der Logistik her immer ein bisschen schwieriger, aber wie ihr seht, wir bekommen alles hin und haben jede Menge Sets und viel Jede Spaß. Menge Figuren. Ja. Die wir auch sofort platzieren werden. Dann vergessen wir wieder was hier, wie zum Beispiel diese Figur. Ich glaube, die ist vom lieben Bing. Ja. Die kommt vielleicht bei einem Figurenvideo demnächst mal. Die haben wir jetzt schon zweimal hintereinander hier in Salzburg vergessen und nicht mit hierher genommen. Aber jetzt ist es soweit und er wird platziert. Genau. Schönen Tag, baut was Schönes, lasst eure Züge fahren und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüssi.